Der hungrige Wurm macht gerade alles kaputt. Ihr müsst ihn bitte aufhalten. Wir sollen jetzt den hungrigen Wurm aufhalten? Aber wo ist denn der hungrige Wurm? Ich habe hier eine Karte mit 5 Orten. An jedem dieser Plätze wurde der hungrige Wurm gesehen. Nehmt die Karte und fliegt mit eurer Drohne am besten zu jedem dieser 5 Plätze und sucht nach dem hungrigen Wurm. Ich weiß, dass ihr den hungrigen Wurm aufhalten könnt, bevor er alles kaputt macht. Ich zähle auf euch. Danke, Rumi. Tschüss. Ihr habt Rumi gehört. Auf dieser Karte sind alle Orte eingetragen, wo sich der hungrige Wurm aufhält. Lass uns die Karte direkt in den Fernseher legen. Überall auf der Karte sind hungrige Würmer und sie haben jeden der 5 Orte schon aufgegessen. Ihr könnt es hier oben gut erkennen. Der hungrige Wurm hat sich schon durch den Parkplatz gefressen. Und ein anderer hungriger Wurm hat sich schon durch das Dach von dieser Polizeistation gefressen. Zum Glück hat der hungrige Wurm das Flugzeug auf dem Flughafen noch nicht aufgegessen. Dafür hat der hungrige Wurm den ganzen Bahnhof aufgegessen. Nur diesen Zug hat er übrig gelassen. Und er ist gerade dabei, die ganze Fabrik zu essen. Man sieht nur noch den Schornstein. Rumi hat uns heute aufgefordert, diese 5 Orte mit unserer Drohne zu überwachen und den hungrigen Wurm zu besiegen. Lasst jetzt ein Like da und schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Und abonniert jetzt noch unseren Kanal. Abonnieren hier auf YouTube ist komplett kostenlos. Nur so können wir den hungrigen Wurm besiegen. Wir müssen uns beeilen, bevor der hungrige Wurm die ganze Welt zerstört. Aus diesem Grund starten wir jetzt zusammen mit euch unsere Drohne. Wir sind jetzt als erstes direkt zum Parkplatz geflogen. Hoffentlich finden wir hier den hungrigen Wurm. Ihr könnt den Parkplatz sehen, da sind überhaupt keine Autos, der ist komplett leer. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Normalerweise sind auf Parkplätzen immer Oh nein, was ist das denn? Das ist gerade Blippi. War das wirklich Blippi? Ihr kennt doch alle Blippi. Wenn ihr Blippi kennt, dann schreibt jetzt mal B in die Kommentare. Einfach ein B. Und lasst ein Like da, war das wirklich Blippi? Ja, der hungrige Wurm hat gerade wirklich den echten Blippi aufgegessen. Der hungrige Wurm war so hungrig, dass er sogar Blippi aufgegessen hat. Was ist, wenn der hungrige Wurm jetzt auch noch Mira, Rumi, Zoe und noch Gino aufessen wird? Aber das Gute ist, die Karte hatte recht. Der hungrige Wurm, wo ist er? Beim Parkplatz. Wir fliegen weiter, Leute. Er kann ja nicht schon abgehauen sein. Vielleicht ist er auf die Straße gegangen und fährt weg. Wir müssen jetzt unbedingt wissen, wo er hin ist mit Blippi. Und ihr schreibt weiterhin B in die Kommentare. Einfach nur ein Buchstabe B. Ganz einfach, für Blippi. Guck mal, hier ist der hungrige Wurm. Hey, wohin geht der? Der fährt die Straße entlang. Der haut hier einfach ab. Er hat einfach Blippi gegessen und haut jetzt ab. Fährt er zu einem anderen Ort auf der Karte. Das kann natürlich sein, deshalb müssen wir sofort zur Karte. Wir waren gerade hier bei dem Parkplatz. Unsere Karte hatte recht und der hungrige Wurm hat den ganzen Parkplatz zerstört. Sollen wir jetzt zur Fabrik fliegen oder zum Bahnhof? Wir müssen den hungrigen Wurm aufhalten, bevor er die Orte komplett zerstört. Lasst uns zum Bahnhof fliegen, dann können wir wenigstens noch den Zug retten. Wir können auch jetzt zum Flughafen fliegen und das Flugzeug retten, bevor der hungrige Wurm das Flugzeug kaputt macht. Und die Polizei können wir auch nicht mehr rufen, weil die ganze Polizeistation kaputt ist. Wir fliegen mit euch jetzt direkt zum Bahnhof. Ihr seht, wie knapp das ist. Der ist kurz davor, den Zug aufzuessen. Wir kommen genau rechtzeitig. Hier ist der Zug und er fährt von dem hungrigen Wurm davon. Das bedeutet aber, dass der hungrige Wurm hier ganz in der Nähe sein muss. Leute, zum Glück habt ihr ein Like auf dieses Video gelassen. Wir konnten den Zug noch vor dem hungrigen Wurm retten. Er hat nur den ganzen Bahnhof aufgegessen. Der Zug hat überlebt. Und ihr seht es, hier vorne steht kein Haus mehr. Hier ist einfach ein freies Grundstück und hier war der Bahnhof drauf. Und da hat der hungrige Wurm zugeschlagen und den ganzen Bahnhof aufgegessen. Wir fliegen jetzt einfach näher. Schau mal, was mit dem Boot passiert. Da öffnet sich ein Loch. Da war der Bahnhof. Weißt du, was das bedeutet, wenn so ein großes Loch im Boden ist? Der hungrige Wurm befindet sich genau unter uns. Wir können mit der Drohne leider nicht in das Loch fliegen. Wir fliegen aber zu dem Parkplatz. Wir haben ja gerade schon mal bei einem Parkplatz einen hungrigen Wurm gesehen. Weil wenn das Loch da ist, muss der hungrige Wurm auch in der Nähe sein. Aber schaut ihr das mal an, Freunde, ihr könnt es erkennen. Hier sind noch ganz viele Leute und ganz viele Autos. Das heißt, da war der hungrige Wurm noch gar nicht. Er hat nur den ganzen Bahnhof aufgegessen. Okay, wir fliegen weiter. Wir haben jetzt gerade den hungrigen Wurm gesehen, wie er in der Erde ist und ein Loch macht. Und das Loch war so groß. Wie groß ist dieser Wurm? Vergesst es nicht. Schreibt immer noch einmal B in die Kommentare. Den Buchstabe B für Blippi. Deshalb lasst ein Like da für Blippi. Und schaut das Video bis zum Ende. Wir fliegen jetzt mal die Gleise entlang. Das ist eine sehr gute Idee, weil genau da war der Zug und der hungrige Wurm. Und wir haben den Zug retten können, aber leider ist der ganze Bahnhof weg. Denkst du vielleicht, dieser hungrige Wurm befindet sich irgendwo bei den Gleisen? Das schauen wir jetzt sofort mit euch nach. Wir fliegen jetzt die ganzen Gleise ab. Vielleicht haben wir eine Chance. Vielleicht finden wir den hungrigen Wurm. Das Gute ist, da ist der hungrige Wurm.
Die Gleise sind auf einmal leer. Vielleicht ist er hier auf das Grundstück von der Bahn gelaufen. Das kann natürlich sein, da ist auch überhaupt niemand. Ich fliege da mal zusammen mit euch hin. Wir haben jetzt zweimal den hungrigen Wurm gesehen. Das ist ein Loch im Boden. Er ist wieder unten und ist abgetaucht. Der war gerade auf den Gleisen und es ist ganz schnell wieder in die Erde reingegangen. Letztes Mal ist er doch auch in die Erde reingegangen und dann ist er woanders hingefahren. Vielleicht müssen wir auf der Karte nachgucken, wo er jetzt hingeht. Ja, dann auf zur Karte. Dank eurer Hilfe konnten wir einen hungrigen Wurm aufhalten, den ganzen Zug aufzuessen. Dann lass uns jetzt mit unserer Drohne direkt zur Fabrik fliegen, um sie zu retten. Ihr könnt es sehen, da ist die Fabrik, aber sie wurde schon angegriffen. Das heißt, wir kommen gerade rechtzeitig. Wir müssen jetzt nach dem hungrigen Wurm suchen, bevor er diese Fabrik komplett zerstört. Aber man sieht, dass die Fabrik komplett verlassen ist. Da ist überhaupt niemand mehr. Und dieser Ventilator dreht sich auch nicht mehr. Ich hab's euch doch gesagt, unsere Karte hat recht. Das heißt, der hungrige Wurm muss sich hier irgendwo befinden, ganz in der Nähe von der Fabrik. Wir fliegen weiter und ihr schreibt so lange den Buchstaben B in die Kommentare für Blippi. Ein Herz für Blippi und natürlich aber auch für Rumi. Wir müssen dir dankbar sein. Danke, Rumi. Wegen dir machen wir das Ganze eigentlich auch. Oh nein, da ist der hungrige Wurm. Rechts nach links, was sollen wir denn jetzt machen? Natürlich mit unserer Drohne hinterher fliegen. Ihr habt gesehen, wie groß der Wurm ist. Der ist fast so groß wie das Gebäude. Das kann ich mir immer noch nicht glauben, dass der Wurm so riesig ist. Wo ist er hingelaufen? Ist er hier rechts lang gelaufen? Wir können ihn doch nicht übersehen, wenn er so groß ist. Du hast recht, der ist hier nicht lang gelaufen. Der ist wahrscheinlich hier vorne in das Gebäude rein. Das kann natürlich sein. Ein Fabrikgebäude ist ein sehr großes Gebäude. Da kann auch ein ganzer Wurm rein. Oder der Wurm ist wieder unter die Erde gegangen, weil er hungrig ist. Das ist doch ein ganzes Versteckspiel immer, wenn er in die Erde runtergeht. Ich fliege mit euch jetzt hier vorne rein. Wir gucken mal in das Gebäude. Weil ihr seht, die Türe ist so groß, da kann ein Wurm rein. Aber hier ist niemand. Ich sehe nichts. Ich sehe nur irgendwelche Geräte. Ist kein hungriger Wurm da drin? Nein, hier ist kein hungriger Wurm da drin. Wenn ihr einen hungrigen Wurm seht, dann lasst es uns gerne mit einem Like wissen. Aber dann wissen wir, okay, in dieser Fabrikhalle ist er nicht. Wir fliegen jetzt mal ein Stück weiter. Ich fliege einfach geradeaus. Wir folgen jetzt dieser Straße. Er kann ja nicht weit weg sein. Natürlich, wir werden der Straße folgen. Irgendwo da ist er aber zu 100%. Aber auch hier, ich sehe keine Schleimspur. Letztes Mal hat der Wurm eine Schleimspur hinter sich hergezogen. Man muss aber dazu auch sagen, dass das Fabrikgelände sehr groß ist. Da gibt es für einen großen Wurm auch große Verstecke. Wir fliegen einfach weiter und halt die Augen auf. Oh nein, da ist wieder ein riesiges Loch im Boden. Bedeutet, der Wurm ist gerade unter uns, aber wir können mit der Drohne nicht in den Boden fliegen. Aber das heißt, dass da sein Eingang oder Ausgang ist. Okay, wir fliegen einfach mal ein bisschen höher. Vielleicht finden wir einen weiteren Eingang, ein weiteres großes Loch. Oder der hungrige Wurm ist gerade eben aus dem Loch gekommen. Rumi ruft uns gerade an. Rumi ruft uns an. Was sollen wir denn jetzt machen? Du musst unbedingt rangehen. Vielleicht ist Rumi in Gefahr. Der hungrige Wurm hat mich gerade aufgegessen. Und jetzt bin ich in seinem Bauch gefangen. Bitte startet eure Drohne und rettet mich aus dem Bauch von dem hungrigen Wurm. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Sie wurde von dem hungrigen Wurm aufgegessen. Ich kann das gar nicht glauben. Wieso passiert es, Rumi? Lass uns doch sofort auf den Überwachungskameraaufnahmen nachschauen. Und vielleicht sehen wir dann, was mit ihr passiert ist. Worauf warten wir? Da ist der hungrige Wurm. Da ist Rumi und sie bemerkt den Wurm nicht. Rumi wurde aufgegessen von dem hungrigen Wurm. Und wo geht der hungrige Wurm jetzt hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Rumi aufgegessen. Er geht einfach in den Boden rein und ist weg. Das Signal ist weg. Warum ist unser Signal jetzt weg? Du hast doch Rumi gehört. Sie braucht unsere Hilfe. Wir müssen sofort mit der Drohne dahin fliegen. Am Anfang des Videos hat Rumi uns angerufen und gesagt, sie wurde von dem hungrigen Wurm gegessen. Jetzt wissen wir auch wieso. Und der Wurm ist unter die Erde gegangen. Wir können jetzt mit der Drohne exakt dahin fliegen. Ihr habt gesehen, wo dieser Ort ist. Das ist ein Parkplatz und Rumi möchte, dass wir mit dieser Drohne jetzt sie retten gehen. Und ihr lasst alle ein Like dafür, Rumi. Mit eurer Hilfe schaffen wir es, Rumi zu retten. Bitte abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos und teilt das Video mit euren Freunden. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen jetzt sofort die Drohne starten. Wir sind jetzt direkt auf dem Weg zu dem Ort, wo der hungrige Wurm Rumi aufgegessen hat. Hoffentlich kommen wir nicht so spät und wir können zusammen mit euch Rumi retten. Ihr seht hier unten diesen großen Parkplatz, wo kein Auto parkt. Hier wurde Rumi aufgegessen. Das ist exakt die Stelle, die wir bei unserer Überwachungskamera gesehen haben. Leute, lasst ein Like da. Wir fliegen jetzt hin. Hoffentlich können wir Rumi retten. Hoffentlich finden. Schau mal, was mit dem Boden passiert. Ihr seht es, der hungrige Wurm ist unter der Erde. Das bedeutet, wir sind exakt an der richtigen Stelle. Wir sind richtig mit der Drohne hingeflogen. Da, wo der Wurm lang gelaufen oder gefahren ist, ist die
Erde explodiert. Und in diesem hungrigen Wurm ist Rumi drin. Okay, wir sind schon mal richtig und wir sind noch nicht zu spät. Wir haben immer noch eine Chance, Rumi retten. Nur die Frage ist, wo geht der hungrige Wurm unter der Erde hin? Ich weiß es nicht, wir fliegen das ganze Gelände ab. Zum Glück haben wir euch. Schaltet nicht ab und schaut das Video auf jeden Fall bis zum Schluss. Weil wir brauchen eure Unterstützung. Nur mit euch zusammen können wir Rumi retten. Schau mal, hier unten ist ein roter Container. Was ist, wenn es da ein Eingang ist? Das ist eine gute Idee. Geht's da vielleicht unter die Erde zum hungrigen Wurm? Leider nicht, das sind nur Müllsäcke. Das ist einfach eine Müllablage. Aber du weißt doch, der hungrige Wurm isst alles, auch Müll. Wir müssen auf jeden Fall weiterfliegen. Wir haben Rumi gefunden und Rumi befindet sich im Magen, im Bauch vom hungrigen Wurm. Rumi hat ganz... Oh nein, da ist er! Der Wurm, der sieht nicht, er läuft die Straße entlang. Wie sieht der ekelhaft aus? Der Schleim, habt ihr das gesehen, Freunde? Aber der sah auch sehr, sehr groß aus. Leute, läuft ein Wurm überhaupt oder kriecht ein Wurm? Was macht ein Wurm Er eigentlich? kriecht doch irgendwie über die Straße. Wir haben es ja gesehen. Ein bisschen ist er gekrochen. Und ihr erkennt den hungrigen Wurm immer an diesem großen Kopf mit diesen zwei verschiedenen großen Augen. Und so einen großen Mund, er konnte Rumi einfach essen. Klingelt an der Haustür, wer ist das? Wir müssen nachschauen. Wir dürfen die Tür nicht öffnen. Was ist, wenn es der hungrige Wurm ist? Aber was ist, wenn es Rumi ist? Wir müssen die Tür öffnen. Ihr hört es ja, irgendeine Person oder ein Wurm klingelt hier wie verrückt an unserer Haustür. Auf zur Tür. Da ist ja eine Box. Von dem hungrigen Wurm, ihr könnt es erkennen, hier ist der hungrige Wurm drauf. Wer hat denn die Box jetzt vor unsere Tür gelegt? Ich weiß es nicht, aber die ist extrem schwer. Was sollen wir denn damit jetzt machen? Wir müssen sie natürlich öffnen, weil sie vom hungrigen Wurm ist. Lasst jetzt ein Like da und abonniert den Kanal, dann werden wir die jetzt mit euch öffnen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Box wirklich öffnen sollen. Schau mal, wie böse der Wurm aussieht. Er hat zwei verschiedene große Augen, aber wieso stellt sonst jemand diese hungrige Wurmbox vor unsere Haustür? Eigentlich müssten wir sie öffnen für euch, mit euch zusammen. Deshalb lasst ein Like und wir werden diese Box jetzt sofort öffnen. Okay. Oh, was ist das denn? Da sind Würmer drin. Und da ist Erde drin. Schaut es euch an, hier sind echte Würmer drin. Was machen denn die Würmer in der Box drin? Ich weiß es nicht, aber es gibt natürlich Sinn. Das ist ein hungriger Wurm. Die sind alle hungrig, die Würmer. Wahrscheinlich ist es seine Familie. Alle Würmer vom hungrigen Wurm sind da drin. Wir müssen die Würmer unbedingt jetzt essen. Bist du verrückt? Wir sollen so einen Wurm aus der Box essen? Die sehen doch voll lecker aus und die kann man sogar ganz lang ziehen. Die sind aber voll schmutzig und voller Erde. Das macht doch nichts. Das sind hungrige Würmer und wir sind hungrige Menschen. Lass sie uns jetzt essen. Damit können wir vielleicht Rumi retten, wenn wir die Würmer essen. Abonniert jetzt auf jeden Fall unseren Kanal und wir essen diese hungrige Würmer. Lecker. Was findest du das lecker? Ich schmeck nur Erde. Es schmeckt wirklich nach Erde, Freunde. Ah, das sind hungrige Würmer. Was machst du denn da? Willst du noch mehr Würmer essen? Schmeckt es so gut? Ist alles in Ordnung bei dir oder was passiert mit dir gerade? Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Das war sehr lecker, aber lass uns doch mal in der Box nachgucken, was da noch drin ist. Da muss doch noch irgendwas anderes drin sein, außer Würmer. Aber ich finde nicht. Oh, da ist was. Das ist die Kacke vom hungrigen Wurm. Was? Igitt, ist das ekelhaft. Bist du verrückt? Wir müssen weiter gucken, ob da noch was drin ist. Ich hab was, da schaut was raus. Das ist Rumi und sie ist in der Erde vergraben. Das ist ein Zeichen, dass wir keine Zeit mehr haben. Wir müssen jetzt sofort Rumi retten vor dem hungrigen Wurm. Lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Rumi ist in Gefahr. Wir müssen sie retten vor dem hungrigen Wurm. Deshalb starten wir jetzt sofort die Drohne und fliegen zu Rumi. Die Box vom hungrigen Wurm war richtig ekelhaft. Und wir haben sogar die Würmer gegessen. Und ich habe sogar noch Erde zusätzlich gegessen. Aber Rumi war auch in der Box. Das heißt, wir haben jetzt einen guten Hinweis, dass Rumi hier in der Nähe ist. Und die Zeit wird immer knapper, Leute. Ihr wisst ja, die Rumi wurde von dem hungrigen Wurm aufgegessen und befindet sich jetzt im Bauch vom hungrigen Wurm. Und du weißt doch, ohne Rumi keine K-Pop Demon Hunters mehr. Und der hungrige Wurm ist 200 Meter lang. 200 Meter, so groß? Und der ist so groß wie ein Tunnel. Ihr wisst doch, wie rund ein Tunnel ist. So rund ist der auch. Deshalb konnte er Rumi mit einem Biss einfach aufessen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult nochmal zurück am Anfang vom Video. Seht ihr das? Schau mal, da ist Mira und Zoe. Die suchen auch nach Rumi. Die helfen uns, die helfen euch, um Rumi zu retten. Und das Allerbeste ist, sie stehen hier oben auf einem Balkon und konnten von oben herunter gucken. Damit können sie viel besser den Wurm sehen von oben. Das bedeutet, wir haben euch plus uns zwei und noch Mira und Zoe. Das ist echt ein gutes Zeichen, dass sie uns helfen, Rumi zu suchen. Ihr schaltet nicht ab, ihr müsst das Video bis zum Ende schauen. Nur du kannst Rumi retten, nur du. Aber wenn die dort sind, das bedeutet, dass der Wurm auch ganz in der Nähe sein muss. Wir können diesen hungrigen Wurm nicht übersehen. Der hungrige Wurm ist 200 Meter lang. Ich habe noch nie so einen großen Wurm gesehen. Schau mal da hinten.
Was ist da? Wir fliegen mal an das Gebäude heran. Ich glaube, ich habe eine Spiegelung im Glas gesehen. Da hat sich irgendwas bewegt. Ihr habt es doch auch gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult kurz zurück. Es war nur ganz kurz zu sehen, aber da hat sich was bewegt. Hier in diesem Glas, aber das ist nur ein Auto. Das war ein rotes Auto, das war nicht der hungrige Wurm. Ihr seht es ja in der Spiegelung. Das war ein Ich dachte, das wäre der hungrige Wurm. Und wenn ist der hungrige Wurm in der Erde drin und nicht in dem Haus drin? Dann müssen wir weitersuchen. Wir wissen auf jeden Fall, dass Rumi gefangen genommen wurde vom hungrigen Wurm. Und dass uns die Zeit ausgeht. Wir müssen uns wirklich beeilen, endlich den hungrigen Wurm finden. Wir fliegen jetzt einfach mal diese Straße mit euch entlang. Vielleicht haben wir Glück und finden dann noch diesen hungrigen Wurm mit euch Da zusammen. ist der Wurm, der hungrige Wurm. Der hinter sich nachzieht. Schaut mal, Leute, habt ihr das gesehen? Der kriecht von uns weg. Ich bin froh. Wir haben Rumi fast gefunden. Rumi ist im Bauch von ihm. Und das Gute ist, er ist nicht mehr in der Erde drin, sondern er ist oben drauf. Und wir folgen jetzt dieser Straße. Ihr habt es gesehen. Wir sind übers Gebäude geflogen, um eine Abkürzung zu nehmen. Vielleicht können wir den hungrigen Wurm einholen. Wir müssen einfach nur dieser ekelhaften Schleimspur folgen. Und hier ist die Schleimspur, oder? Ja, da ist sie. Nein, sie hat geendet. Sie ist einfach weg. Wo ist er hin? Sag mir nicht, er ist wieder in den Boden rein. Das kann sein. Ihr habt es ja gesehen. Der kann einfach eine Öffnung machen und in den Boden eintauchen. Aber unsere Drohne kann doch nicht in der Erde fliegen. Wir fliegen weiter. Wir suchen mit euch Rumi. Schaltet dich ab. Oh nein, was passiert da mit dem Boden? Ihr seht es. Er ist hier unter uns. Er ist genau unter dem Boden. Er ist einfach wieder in den Boden reingekrochen. Wie in Stranger Things. Wie in der Serie Stranger Things. Hast du vollkommen recht, aber was machen wir denn jetzt? Wir können natürlich mit der Drohne nicht im Untergrund fliegen. Der ist in der Upside Down World. Der ist genau unter uns hier. Wo sollen wir denn jetzt hinfliegen, wenn er unter uns ist? Der hungrige Wurm ruft mich gerade an. Ihr könnt es sehen, der echte hungrige Wurm ruft uns an und er sieht hungrig aus. Geh sofort ran, wir wollen wissen, was er von uns will. Ich höre eure Drohne über mir kreisen. Dieses lästige, hochfrequente Summen, das sich durch den Boden frisst wie ein Messer. Ich habe euch lange genug gewarnt. Ihr werdet sofort damit aufhören, mich zu verfolgen. Ihr glaubt wirklich, ihr könnt mich jagen. Ihr könnt mich, den hungrigen Wurm, beobachten, als wäre ich ein Spielzeug. Wenn ihr die Drohne nicht sofort ausschaltet, werde ich als nächstes euren Hund verschlingen. Ich rieche ihn, seinen warmen Atem, seine Angst. Ich weiß genau, wo er ist. Ein kleiner Bissen, ein kurzer Schluck und danach werde ich mich durch den Boden wühlen, bis ich direkt unter euren Füßen bin. Dann reiße ich die Erde auf, packe euch beide mit meinen Schlundklauen und ziehe euch hinunter zu mir. In die Tiefe, in die Dunkelheit, in meinen Magen. Ihr könnt mich nicht aufhalten, ihr könnt mich nicht entkommen. Also hört endlich auf, mich mit eurer Drohne zu verfolgen. Zieht sie zurück, löscht jedes Licht und lasst mich in Ruhe. Oder ich komme hoch und hole euch persönlich. Er hat aufgelegt. Der hungrige Wurm hat einfach aufgelegt. Ich hab so Angst vor diesem hungrigen Wurm, wie böse er am Telefon war. Ihr habt ja gehört, was er gesagt hat. Er hat gesagt, wir sollen ihn aufhören, mit der Drohne zu verfolgen. Wir dürfen damit nicht Rumi retten, aber das machen wir natürlich nicht. Immer wenn er sagt, wir sollen es nicht machen, werden wir es natürlich machen, weil wir euch da draußen haben. Für euch, mit euch zusammen werden wir den hungrigen Wurm trotzdem mit der Drohne überwachen. Aus diesem Grund lass jetzt bitte ein Like, denn nur mit deinem Like können wir es schaffen, Rumi aus dem Bauch von dem hungrigen Wurm zu retten. Aber wenn er jetzt aufgelegt hat, dann befindet er sich wieder auf der Straße. Wir müssen ganz schnell die Drohne starten. Das ist eine sehr gute Idee. Wir verfolgen jetzt den hungrigen Wurm. Und zwar mit dieser Drohne. Wir werden natürlich den hungrigen Wurm trotzdem mit unserer Drohne verfolgen für Rumi. Gerade weil der hungrige Wurm uns verboten hat, ihm zu folgen, folgen wir ihm erst recht. Mit euch zusammen. Deshalb lasst jetzt alle noch mal ein Like da und wir werden zusammen Rumi retten. Schau mal da unten auf dem Feld. Seht ihr das? Da ist ein runder Kreis auf dem Feld. Das sieht doch richtig komisch aus. Überall ist Gras, nur da in der Mitte ist irgendwas anders. Da ist ein Eingang. Ihr seht es. Da ist ein Gullideckel. Vielleicht kommen wir da runter zum hungrigen Wurm. Das ist vielleicht ein großes Loch. Da ist ein Stein auf dem Gullideckel. Das heißt, dieser Eingang ist versperrt. Durch einen riesengroßen Stein. Und den können wir mit unserer Drohne leider nicht zur Seite räumen. Mit dem Eingang können wir nichts anfangen. Aber das Gute ist, da kann der Wurm auch nicht raus. Ich fliege jetzt mal um den Eingang herum. Ihr seht ganz eindeutig, dass hier ein Eingang zu der Unterwelt ist. Aber irgendjemand muss ja den Stein genau auf dieses Loch gelegt haben. Ihr könnt es sehen. Es war der hungrige Wurm. Er will natürlich nicht, dass wir bei ihm zu Hause jetzt einkommen. Natürlich, er will ganz alleine sein, in der Erde drin mit Rumi. Das ist aber richtig. Wir sind hier auf der heißen Spur. Wir sind genau richtig mit unserer Drohne hier. Ich glaube auch, dass der hungrige Wurm genau in diesem Feld ist. Wir fliegen weiter und ihr schaltet dich ab. Abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos. Oh nein, was ist das denn? Hier ist der Wurm. Ihr seht die Freunde auf dem Feld. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie groß dieser hungrige Wurm ist. Exakt zu sein. 238 Meter lang. Fast so groß wie das ganze Feld.
Und der Durchmesser ist so dick wie ein Tunnel. Ich habe echt Angst vor dem Wurm. Wie sollen wir denn da Rumi retten? Wir fliegen weiter, wir müssen einen Eingang finden. Wir müssen versuchen, unter ihn zu kommen. Glaubst du, in dem Feld irgendwo gibt es noch mehr Löcher, wo wir reinfliegen können? Ihr seht hier den Kreisverkehr auf der Straße. Ich sehe keinen Eingang leider. Ja, nein, aber auf dem Feld ist vielleicht ein Eingang. Genau da, wo du hinfliegst. Du hast recht, ihr seht da vorne einen Gullideckel. Da, und der Gullideckel ist vielleicht offen. Wir müssen nur näher ran. Ich fliege mit euch jetzt zu diesem Gullideckel. Ich kann nur hoffen, wenn der da drin ist, können wir Rumi retten. Oh nein, schau mal der Gullideckel an. Der scheint verschlossen zu sein. Aber fällt dir was auf? Hier ist überall weit und breit keine einzige Person. Aber Erde ist, das sieht doch nach frischer Erde aus. Das bedeutet, der hungrige Wurm hat sein Zuhause verbarrikadiert, damit keine fremde Person herein kann. Er hat alle Löcher in diesem Feld zugemacht, dass wir nicht Rumi retten können. Wir fliegen diese Feldstraße entlang. Die ist nämlich neu geteert und neu gepflastert. Vielleicht finden wir noch einen anderen Eingang. Ich habe ein gutes Gefühl. Hier ist noch ein Gullideckel. Stimmt, da ist doch irgendwas. Ihr seht es, Freunde. Diesmal ist der Gullideckel viereckig. Da passt aber unsere Drohne auf keinen Fall durch. Aber das sind Luftschlitze, das sind Luftlöcher. Das bedeutet, hier unter diesem Feld wirkt der hungrige Wurm. Und genau da bewegt sich der Wurm. Da ist ein Loch. Ihr seht das Loch, Freunde. Könnt ihr sehen? Das ist Rumi. Oh mein Gott, sie hat sich befreien können vom hungrigen Wurm. Aber sie kommt nicht heraus. Das bedeutet, sie ist jetzt unter der Erde gefangen, konnte sich vom hungrigen Wurm befreien. Habt ihr Rumi gerade gesehen? Sie hat gerade gewunken und sitzt in diesem kleinen, engen Loch drin. Ich bin ein bisschen beruhigt. Zum Glück habt ihr so viele Likes da gelassen, denn dank eurer Hilfe konnte sich Rumi aus dem Bauch von dem hungrigen Wurm befreien. Und jetzt haben wir eine Chance, Rumi wirklich zu retten. Wir müssen jetzt einfach nur noch einen Eingang in dieses Feld unter die Erde finden. Oder wir können nur hoffen, dass Rumi irgendwie rauskommt und dann können wir sie zu uns holen. Schau mal, hier steht wieder ein Schild auf der Straße. Sehr, sehr merkwürdig. Und wieder war da ein Loch, aber das ist auch wieder verschlossen. Ihr könnt es sehen, da ist frischer Beton um das Loch herum. Und so ein richtiges Schild dran, da können wir doch gar nichts machen. Und guck mal, hinter dem Schild ist ein Riesenturm. Natürlich, warum ist da so ein großer Turm? Soll ich mal hochfliegen? Das ist eine gute Idee, vielleicht haben wir von da oben noch einen besseren Überblick. Ihr könnt es sehen, links neben diesem roten Schild ist ein richtig großer Turm. Der ist ja echt so groß wie der Wurm fast. Ihr könnt es sehen, ich fliege mal ein bisschen näher. Oh nein, was ist das denn? Das ist ein Elektromast. Das bedeutet doch, damit macht man Strom. Das ist ein Strommast, damit wird seine Höhle mit Energie versorgt. Heißt es, der hat sogar Licht unter der Erde? Er hat wahrscheinlich nicht nur Licht, er hat sogar YouTube, Internet und einen Fernseher. Natürlich, er schaut auch Kevin und Flexi die Videos. Ja, schaut unsere Videos, so wie ihr eure Videos schaut. Das bedeutet aber, da unten muss ein ganz großes Labyrinth sein, wo sich der Wurm bewegt. Und ihr könnt es sehen, die ganzen Kabel, die erstrecken sich auch über mehrere Kilometer. Ich glaube, wir haben sein Zuhause gefunden. Das bedeutet, wir müssen jetzt nur noch da reingehen und dann Rumi retten. Oder Rumi schafft es irgendwie raus. Sie hat sich ja schon befreien können. Ich weiß aber nicht, wie wir Was passiert mit dem Boden? Ihr seht den Boden wieder, Leute, der Wurm ist unter uns. Ich glaube, der Wurm ist sauer, weil wir ihn immer noch mit der Drohne verfolgen. Der Wurm ist hungrig. Natürlich, jetzt will er unsere Drohne essen. Und danach kommt er zu uns. Ihr habt es auch gehört, unseren Hund wollte er auch schon essen. Ja, eben. Er hat es jetzt auf uns abgesehen. Leute, er hat Rumi gegessen, aber Rumi konnte sich befreien. Er will unseren Hund essen, den hat er aber noch nicht. Und jetzt will er uns essen. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir wirklich weiterfliegen? Wenn ihr jetzt kein Like auf dieses Video gebt, dann wird der hungrige Wurm auch euch fressen. Nein, das wollen wir doch alle nicht. Aber wir werden es jetzt mit euch zusammen schaffen, Rumi zu retten. Schau mal hier ist ein Wassertank. Hiermit holt er sich seine Getränke. Natürlich, ein hungriger Wurm braucht auch was zu trinken. Es nennt sich durstiger Wurm. Natürlich, deshalb hat er hier Wasser, ihr könnt es sehen. Und nicht so eine kleine Flasche, sondern so groß. Gleich ein 5000 Liter Wassertank. Der hungrige Wurm ist echt verrückt. Wir haben hier gesehen, wie groß der Wurm ist. Der braucht auch viel Wasser. Weißt du, was wir noch nicht gemacht haben? Wir müssen mal auf die andere Seite von dem Feld fliegen. Denkst du, da ist auch noch was? Vielleicht ist auf der anderen Seite ein Eingang in die Höhle von dem Wurm. Das ist eine gute Idee, da waren wir noch nicht. Da fliegen wir jetzt zusammen hin. Damit gehe ich jetzt mit unserer Drohne ganz, ganz weit nach oben. Damit haben wir einen besseren Überblick. Vielleicht ist da auch Rumi rausgekommen und sie ist schon längst draußen. Schau mal auf der anderen Seite. Ihr könnt es sehen, da wo die Straße anfängt, da ist doch auch ein Eingang. Ja, das sieht absolut interessant aus. Da könnte der hungrige Wurm sein. Von diesem hellen Feld in das grüne Feld ist ein einziger Weg. Da muss doch auch ein Eingang sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir fliegen mit euch jetzt da sofort hin und werden Rumi retten. Wir müssen sie rausholen aus der Höhle. Ich weiß, dass wir das schaffen und zwar jetzt sofort. Lasst ein Like da und schaut das Video bis zum Ende. Es kann sich nicht mehr lange dauern. Pass auf, wie du fliegst. Da ist immer noch dieses Stein. Irgendwas stimmt mit unserer Drohne nicht. Was passiert denn mit der Drohne? Wir werden angegriffen.